Manuals mit dem Gravelbike machen nicht nur Spaß, sondern bringen dein Fahrkönnen auf ein ganz anderes Level. In dem Video schauen wir uns mal an, welche 5 Fehlerquellen dich davon abhalten könnten, dass du Manuals mit deinem Gravelbike machst. Wenn du die vermeidest, dann klappt es mit Sicherheit mit den Manuals. Beim Manual ist das Wichtigste, dass du so weit hinter mit deinem Hintern kommst wie nur möglich. Um dann den Balancepunkt halten zu können, ist es hilfreich, wenn du dabei nicht die ganze Zeit am Sattel entlang schrubbst bzw. den Sattel dir in den Bauchnabel oder ähnliches rammst. Deswegen Sattel ganz nach unten. Wenn du keine Dropper-Post hast, einfach die Schraube an der Sattelklemme lösen, Sattel ganz runter und dann kannst du getrost üben und wenn es wieder auf die Tour geht, machst du den Sattel wieder hoch. Fehlerquelle Nummer 2, du hast das Abspringen nicht geübt. Was meine ich mit Abspringen? Wenn das Vorderrad zu weit nach oben kommt und du es nicht mehr mit der Hinterradbremse kontrollieren kannst, dann musst du den Eject-Button drücken und einfach vom Rad wegspringen. Es hilft also, wenn du da keine Klickpedale am Anfang benutzt und auch wenn der Bewegungsablauf in deinem Kopf schon mal gespeichert ist, sodass du im Fall der Fälle dann nicht blöd auf den Kopf oder auf dein Steißbein fällst. Das tut ziemlich weh. Abspringen am höchsten Punkt kann man auch üben, indem man einfach nur mal das Vorderrad anlupft und dann das Rad nach vorne wegschiebt und mit den Beinen nachdrückt und dann auf den beiden Füßen landet. Ein schöner Nebeneffekt dabei ist, wenn du das 2-3 Mal machst, kriegst du ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür, wo der Balancepunkt ist, den du beim Manual auch halten musst. Fehlerquelle Nummer 3. Du hast deine Bremse nicht unter Kontrolle und das ist wohl das Heikelste, denn beim Manual genauso wie beim Wheelie musst du unbedingt wissen, wo dein Bremspunkt ist bzw. wie weit du deinen Finger krümmen musst, damit dein Vorderrad wieder nach unten sinkt. Wenn deine Bremse ordentlich eingestellt ist, dann reicht ein Tippen mit dem Finger am Bremshebel und die Bremse sorgt dafür, dass dein Vorderrad nach unten geht. Und zwar nicht komplett, sondern nur ein kleines Stück, sodass du weiterhin im Balancepunkt den Manual halten kannst, im Idealfall. Am Anfang reicht es aber schon, wenn du durch das Tippen an der Bremse einen Überschlag vermeidest. Fehlerquelle Nummer 4, du schaust beim Manual auf den Lenker. Keine Angst, der Lenker bleibt an Ort und Stelle, egal wie fest du an ihm reißt. Du schaust aber dorthin, wo du hin willst. Das heißt, je weiter nach vorne du schaust, desto weiter geht auch dein Manual. Schau am besten bis zum Horizont oder setz dir vorher Markierungen, die du mit dem Blick abarbeitest. Das heißt, immer so 3-4 Meter vor deinem Vorderrad wandert der Blick über den Boden und dann wird die Länge vom Manual automatisch länger. Sobald du den Blick nämlich nach unten auf den Vorbau oder auf den Lenker richtest, krümmt sich dein Rücken und dein Balancepunkt ist im Prinzip einfach nicht mehr zu halten, weil du deinen Schwerpunkt zu weit nach vorne richtest. Fehlerquelle Nummer 5 ist die häufigste Ursache, warum Manuals wahrscheinlich nicht klappen. Und zwar, wenn deine Arme angewinkelt sind, dann ist das ein Indiz dafür, dass du falsch ziehst. Dann kommt der Impuls nicht aus dem Rücken bzw. aus den Beinen und dein Schwerpunkt verlagert sich nach hinten unten, sondern du ziehst über die Armmuskulatur dein Vorderrad nach oben, dein Brustkorb bleibt über dem Lenker und somit ist dein Schwerpunkt auch über dem Lenker weiterhin gerichtet. Am besten ist, du konzentrierst dich darauf, die Arme auszustrecken, wie so eine Marionette sind sie einfach nur da, den Lenker festzuhalten und der Bewegungsimpuls, warum dein Vorderrad nach oben geht, kommt vielmehr daher, dass du ruckartig nach hinten unten gehst und die Arme einfach nur als Verlängerung von deinem Rumpf das Vorderrad mit nach oben ziehen. Konzentriere dich also darauf, dass du bei den Manuals einen geraden Arm hast, dass der Rücken gerade ist und dann klappt es auch sicher mit den Manuals. Es kann natürlich sein, dass es nicht auf Anhieb bei euch klappt, aber nicht verzagen beim Üben. Lernt ihr euer Fahrrad besser kennen, ihr lernt besser euren Bremspunkt auch einzusetzen, ihr lernt außerdem höhere Bunny Hops automatisch und eure Wheelie-Skills verbessern sich. Grund genug, einfach mit ein bisschen Spaß und Motivation ans Üben ranzugehen. Und wenn es gar nicht klappt, habt ihr zumindest ein gutes Ganzkörper-Workout. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder sonstige Tipps, die anderen auch helfen könnten, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Wenn du deinen Fortschritt auf Instagram teilen willst, dann tag mich gerne unter felix_bikes. Ich teile das gerne wiederum in meiner Story. Und mich würde richtig interessieren, wie es bei euch dann läuft. Viel Erfolg beim Üben und vor allem viel Spaß beim Graveln. Und ja, ich übe jetzt auch noch ein bisschen weiter und wir sehen uns beim nächsten Video, wenn ihr wollt. Bis dann. Ciao.